In den Kommentaren unter einem Video wurde ich gefragt, wofür man denn überhaupt systematische Literaturübersichten und Meta-Analysen braucht. Es wäre doch viel einfacher, man würde eine große, gut angelegte, randomisierte, kontrollierte Studie durchführen. Wenn man mehrere Studien zusammenfasst, wird das Resultat dann besser. Und warum nimmt man nicht einfach von Anfang an genügend Patientinnen? Gute Fragen. Ich werde versuchen, heute ein paar davon zu beantworten. Und falls sich jetzt jemand wundert, ob ich die richtige Person bin, um über solche Fragen Auskunft zu geben, ich habe früher in der Forschung gearbeitet, erst in der Grundlagen- und dann in der klinischen Forschung. Ich habe ein CAS in Clinical Trial Management. Ich habe allerdings an Universitäten gearbeitet und habe keine Erfahrung in der Pharmabranche. Nachdem das nun geklärt ist, gehen wir weiter mit der Frage, wo denn das Problem bei randomisierten, kontrollierten Studien liegt. Kurz gesagt, an der externen Validität. Bei der externen Validität geht es darum, wie gut sich die Ergebnisse aus der Studie übertragen lassen auf andere Personen in anderen Ländern zu einer anderen Zeit in einem anderen Gesundheitssetting. Und daher macht es schon Sinn, wenn man nicht nur eine einzige kontrollierte Studie durchführt, sondern eben mehrere an verschiedenen Orten. Trotzdem ist es natürlich ärgerlich, wenn einzelne Studien so klein sind, dass man daraus keine guten Schlussfolgerungen ziehen kann. Aber warum nimmt man dann nicht einfach mehr Patientinnen? Im Wesentlichen aus 3 Gründen. Aus ethischen Gründen, Kostengründen und praktischen Gründen. Jede Teilnahme an einer Studie ist im Prinzip mit einem Risiko verbunden. Daher verlangt die Ethikkommission von den Forschenden, dass sie eine Risikoabwägung durchführen. Was ist der mögliche Schaden im Vergleich zum potenziellen Nutzen, zur potenziellen Erkenntnis aus der Studie? Und es ist ebenfalls vorgeschrieben, dass man zwar auf der einen Seite genügend Patientinnen, auf der anderen Seite aber so wenige wie möglich in die Studie einschließen soll. Und woher weiß man nun, wie viele Leute man braucht? Aus einer Stichprobenberechnung. Das heißt, man muss anhand von Vorversuchen feststellen, wie groß der erwartete Behandlungseffekt ist und kann dann aufgrund von diesem erwarteten Effekt die Stichprobengröße berechnen. Man kann dann noch ein paar Patienten mehr nehmen, weil im Lauf einer Studie ja auch immer wieder Leute aussteigen. Aber man kann eben hier nicht einfach so viele nehmen, wie man gerne möchte. Und das auch nur schon aus Kostengründen. Die Kosten einer Studie sind nämlich unter anderem davon abhängig, wie viele Patienten man einschließt, wie lange die Studie dauert, wie oft die Patienten zu einer Untersuchung kommen und an wie vielen verschiedenen Orten man die Studie durchführt. Ich habe versucht herauszufinden, was eine Studie heutzutage so kostet. Wie schon erwähnt, habe ich ja in der klinischen Forschung an einer Uni gearbeitet. Das heißt, man hatte immer wenig Geld zur Verfügung und sollte die Studien möglichst billig durchführen. Früher kam man mit ein paar 100.000 Franken noch zu einem Studienresultat. Inzwischen dürfte man aber auch für kleinere Studien schon 1 bis 2 Millionen benötigen. Teurer sind Studien aus der pharmazeutischen Industrie. Hier habe ich Zahlen gefunden, die irgendwo zwischen 10 Millionen und 100 Millionen US-Dollar pro Studie liegen. Der dritte Grund, warum man nicht einfach mehr Patientinnen in eine Studie einschließen kann, ist derjenige, dass man die Leute ja erst finden muss. Sie müssen dann den gewählten Ein- und Ausschlusskriterien entsprechen und an einer Studie auch noch teilnehmen wollen. Hier ist man im Vorteil, wenn man die Studie an mehreren Orten gleichzeitig durchführen kann, wobei man dann dafür wieder mehr Koordinationsaufwand hat. Und was macht man dann, wenn die Studie 2-3 Jahre lief und man einfach keine passenden Patienten mehr findet oder das Geld ausgeht oder der Postdoc nicht mehr angestellt ist? Man versucht die Studie dann doch irgendwie noch abzuschließen und sie unter Umständen als Pilotstudie zu verkaufen. Das sind aus meiner Sicht so die Gründe, warum wir eben immer wieder Studien in der Literatur finden, bei denen zu wenig Leute teilgenommen haben. Ja, und daher hat man dann eben manchmal mehrere RCTs zum gleichen Thema. Mit einer leicht unterschiedlichen Patientenpopulation, vielleicht ist der Endpunkt nicht genau zum gleichen Zeitpunkt, die Dosis kann variieren und so weiter. Und diese verschiedenen Studien fasst man dann eben in einer systematischen Literaturübersicht und einer Meta-Analyse zusammen und hat dann eben eine bessere Schätzung für die Wirksamkeit einer Behandlung. Ich hoffe, ich konnte die eine oder andere Frage hier beantworten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.